Ja, hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu einem weiteren Video von mir. Heute habe ich mal wieder einen coolen Heli für euch und zwar, wie ihr sehen könnt, den nagelneuen GooSky E2 GPS. Ich hatte euch ja damals schon mal den GooSky E2 ohne GPS vorgestellt. Hier hinten das Video verlinke ich euch mal hier oben. Der hat jetzt wie gesagt GPS. Hier ist aber nicht nur GPS verbaut, sondern auch noch andere Höhensensoren zum Beispiel. Welche alles das genau sind, das zeige ich euch gleich nochmal. Wir haben hier natürlich wieder eine RTF-Version und ich würde sagen, am Anfang zeige ich euch wieder, was alles mitgeliefert wird. Ich zeige euch den GooSky E2 etwas genauer, dann natürlich die Fernsteuerung und die Funktionen wieder und am Ende gehen wir natürlich auch wieder fliegen. Ich würde sagen, wir legen sofort los. Viel Spaß und bis gleich. Dann zeige ich euch erstmal wieder, was alles mitgeliefert wird. Natürlich haben wir hier als erstes wieder die Bedienungsanleitung. Dann haben wir, wie wir das von der Vorversion kennen, wieder einen schicken Styroporkoffer, wo wir den E2 sicher mit transportieren können. Aber auch hier passt er wieder nur ohne Rotorblätter rein. Dann haben wir als nächstes die 2,4 GHz Fernsteuerung mit den federbelasteten Steuersticks. Die zeige ich euch gleich natürlich noch etwas genauer. Dann haben wir als nächstes das GooSky P25 LiPo Ladegerät zum Laden des LiPos. Als Anschluss haben wir hier einen USB-C-Port. Dann haben wir noch eine Tüte mit den Raketenwerfern, die wir schon von der Vorversion kennen. Die könnte man jetzt hier montieren, aber ich finde, bei der Version passt das eh nicht. Dann haben wir noch eine kleine Montageanleitung dabei, wie wir den Hauptrotor und den Heckrotor montieren müssen. Dann haben wir als nächstes wieder eine kleine Tüte. Darin befindet sich eine Ersatz-Hauptrotorwelle, 3 kleine Kabelbinder, eine kleine Tüte mit Ersatzschrauben und noch 2 kleine Schraubendreher. Dann haben wir den 1600 mAh 3S LiPo Akku mit XT30 Anschluss. Als nächstes haben wir dann den 4-Blatt-Heckrotor inklusive der Befestigungsschraube und Unterlegscheibe. Dann haben wir die 4 Hauptrotorblätter, hier in einem schicken Rot-Weiß und einer wirklich schönen Form. Dazu noch die Tüte mit den Unterlegscheiben und den Schrauben für die Montage der Rotorblätter. Und last but not least natürlich den schicken GooSky E2 GPS und den schauen wir uns als nächstes mal etwas genauer an. Ja, wir haben hier den exakt gleichen Rumpf wie beim E2 ohne GPS. Also auch wieder aus einem sehr stabilen Kunststoff, nur diesmal in einer sehr schicken rot-weißen Air Rescue Version. Ansonsten ist hier alles identisch wie beim Vorgängermodell. Wir haben hier natürlich wieder viele Nieten am Rumpf und am Heckausleger und auch überall noch viele Details angebracht. Wir können hier auch wieder auf beiden Seiten die Seitentüren aufschieben, was ich richtig cool finde. Vorne haben wir wieder die kleine Kameraattrappe, die 2 Cable Cutter und die Antennen angebracht. Auch das Landegestell ist identisch wie bei der Version ohne GPS. Die Lackierung ist diesmal, wie man sehen kann, rot-weiß, aber auch wieder in matt gehalten, was ich richtig schön finde. Die gesamte Lackierung ist hier auch wieder sehr gut gemacht. Auch die ganzen Decals und Schriftzüge sind hier alle sehr sauber aufgetragen. Auch der E2 mit GPS wird hier direkt über einen Brushless-Motor angetrieben und auch der Heckrotor wird natürlich direkt angetrieben und zwar ebenfalls von einem Brushless-Motor. Auch bei der GPS-Version ist der gesamte Rotorkopf, die Taumelscheibe und die Hauptrotorwelle aus Metall gefertigt. Natürlich haben wir hier zur Ansteuerung der Taumelscheibe auch wieder 3 Mikroservos verbaut. Im Inneren haben wir einen stabilen Kunststoffrahmen und unter dem Heckrohr haben wir wieder eine Verbindung aus Carbon, wo dann hinten auch der Heckmotor angeschraubt ist. Die vordere Haube können wir wie bei der Vorgängerversion auch ganz einfach hier vorne abziehen. Da kommt dann der LiPo-Akku rein. Darunter haben wir noch einen XT30-Anschluss, wo wir dann die LiPo anschließen können. Darüber liegt die ganze Technik mit Empfänger, Multiboard und ich denke mal, dahinter wird auch das GPS liegen. Kann aber auch sein, dass der GPS-Empfänger hinten unter dem Dombereich sitzt. Das kann ich nicht genau sagen, weil ich den Rumpf jetzt auch nicht aufgeschraubt habe. Neben dem GPS ist natürlich hier die größte Neuerung an dieser Version, dass wir vorne unten am Rumpf noch einen Höhensensor sitzen haben und etwas weiter hinten haben wir noch einen LiDAR-Sensor, der die Bodenumgebung noch einmal viel genauer abscannen kann wie ein normaler Höhensensor. Da bin ich auch mal wieder gespannt, wie sich das im Flug bemerkbar macht. Für eine Beleuchtung hat es diesmal leider auch wieder nicht gereicht. Das einzige, was wir haben, ist hier oben wieder eine kleine Status-LED. Da zeige ich euch gleich noch bei den Funktionen, was die anzeigen kann. Die Rotorblätter sind natürlich auch wieder die gleichen wie bei der Nicht-GPS-Version, nur hier in einem schicken Rot-Weiß gehalten. Aber auch hier haben wir wieder die kleinen Unterlegscheiben, die wir zur Montage benötigen. Das ist wieder ein bisschen fummelig und man muss aufpassen, dass man die kleinen Schrauben nicht im hohen Gras verliert. Auch der Heckrotor ist wieder der gleiche, hier in weiß mit schwarzen Streifen. Und auch hier müssen wir wieder auf die richtige Montagerichtung achten, dass die kleinen Rippchen nach außen zeigen. Dann ist er richtig montiert. Der GooSky E2 GPS hat natürlich auch die identischen Abmaße, und zwar einen Rotordurchmesser von ca. 490 mm, eine Rumpflänge von ca. 460 mm und ein Abfluggewicht von ca. 540 Gramm. Ja, ich denke, das war es jetzt erstmal zu dem Rumpf. Ich finde wieder ein sehr schickes Modell. Ich zeige euch jetzt nochmal ein paar Drehtelleraufnahmen und dann zeige ich euch noch die Fernsteuerung und die Funktionen der GPS-Version.
Wir haben hier wieder die normale günstige Kunststofffernsteuerung von Goose Sky, diesmal aber die A8 mit komplett federbelasteten Sticks, da wir hier ja jetzt auch GPS an Bord haben. Ansonsten ist sie eigentlich ziemlich identisch zu anderen Goose Sky T8. Die Knüppelaggregate sind auch hier aus Kunststoff und die Knüppel aus Aluminium und lassen sich in der Höhe etwas verstellen. Ebenfalls haben wir auch wieder die Zackenkrone oben drauf für alle Daumenflieger. Dann haben wir hier unten die beiden Ein-Ausschalter, die müssen wir beide gleichzeitig drücken, um die Fernsteuerung ein- bzw. auszuschalten. In der Mitte haben wir noch eine Aufhängeöse für einen Nackengurt und darüber die Status-LED für den Batteriestand. Hier oben haben wir noch links und rechts zwei schwarze Gummiteile, die haben aber auch hier keine Funktion. Dann haben wir noch 4 Schalter an der Fernsteuerung. Oben rechts haben wir einen 2-Stufen-Schalter, das ist der Motorausschalter. Wenn der Schalter nach oben geschaltet ist, dann ist der Motor gesperrt. Ist der Schalter nach unten gelegt, ist der Motor entsperrt und kann angestellt werden. Darüber haben wir noch einen 3-Stufen-Schalter. Hier können wir wieder die Taumelscheibenausschläge verändern. Ist der Schalter zu euch geschaltet auf N, haben wir die geringsten Ausschläge. In der Mitte auf S haben wir etwas mehr Ausschläge. Und von euch weggeschaltet auf S Plus haben wir dann die höchsten Taumelscheibenausschläge. Auf der linken Seite haben wir noch einen Flugmodschalter. Wenn der Schalter nach vorne von euch weggeschaltet ist, haben wir den GPS-Modus. Hier fliegt dann der Heli GPS unterstützt und bleibt dann auch auf der Stelle stehen, wenn wir die Sticks loslassen. Hier leuchtet die Status-LED dann dauerhaft grün. In der Mittelstellung haben wir dann den Visual-Modus. Hier ist das GPS ausgeschaltet und der Heli fliegt mit Unterstützung des Höhensensors und des LiDAR-Sensors. Hier haben wir allerdings eine eingeschränkte Flughöhe, ist aber auch weiterhin komplett stabilisiert. Hier blinkt dann die Status-LED grün. Und in der hinteren Stellung zu euch gezogen können wir in den manuellen Modus schalten. Hier ist dann weder GPS noch Höhensensor aktiviert und wir können frei fliegen, aber auch hier ist der Heli so stabilisiert, dass er wieder in die Neutrallage zurückkehrt, wenn wir die Sticks loslassen. Hier leuchtet die Status-LED dann dauerhaft blau. Dann haben wir hier vorne links noch einen 3-Stufen-Schalter. Hierüber können wir dann die Coming-Home-Funktion einleiten, indem wir den Schalter einmal komplett nach oben auf Go stellen. Dann kommt der Heli von alleine wieder auf die gespeicherte GPS-Position zurück, landet selbstständig und stellt dann auch von alleine den Motor wieder ab. Das macht er allerdings nur, wenn der Heli mindestens 10 Meter von euch weg ist. Aber auch wenn der Akku zur Neige geht, kommt der Heli von alleine wieder auf den gespeicherten Startpunkt zurück. Dann haben wir hier oben noch einen USB-C-Anschluss zum Laden des Akkus und daneben noch einen Kopfhörerausgang. Auf der Rückseite haben wir noch das Akkufach. Hier ist schon der ebenfalls im Set enthaltene LiPo-Akku drin. Und daneben haben wir noch einen kleinen Lautsprecher. Hier oben haben wir wieder einen Griff zum Transportieren und wir können die Fernsteuerung natürlich auch wieder auf den Boden stellen. Binden müssen wir die Fernsteuerung bei der RTF-Version nicht, da auch hier alles schon vom Werk aus erledigt ist. Vor dem allerersten Flug sollte man auch einmal den Kompass kalibrieren. Dazu müssen wir den linken 3-Stufen-Schalter hier oben mindestens 3-mal schnell hin und her bewegen, nachdem der Heli komplett initialisiert hat. Dann blinkt die Status-LED schnell rot und blau. Dann müssen wir den Heli einmal horizontal um die eigene Achse drehen, bis die Status-LED anfängt langsam rot und grün zu blinken. Dann müssen wir den Heli einmal mit der Nase nach oben halten, warten bis die LED wieder schnell rot und grün blinkt. Dann einmal um die Längsachse drehen, bis die Status-LED wieder anfängt langsam grün zu blinken. Dann ist die Kalibrierung abgeschlossen. Dann müssen wir noch einmal den Akku ab und wieder anstecken und dann können wir losfliegen. Vor dem Abheben sollte man auf jeden Fall erstmal warten, bis der Heli genügend GPS-Satelliten gefunden hat. Das zeigt er dann an, wenn die Status-LED aufhört grün zu blinken und dauerhaft grün leuchtet. Dann wird auch der Startpunkt gespeichert. Zum Starten müssen wir dann den Motor einmal entsperren, dann die beiden Steuersticks nach unten innen halten. Dann fangen die Rotoren an zu drehen und wir können mit dem Pitch-Stick abheben. Kleiner Tipp, zum Starten der Motoren muss der rechte Schalter mindestens in der Mittelstellung stehen, ansonsten können die Rotoren nicht gestartet werden.
Am Ende natürlich auch hier wieder ein kleines Fazit. Zur Optik kann man wieder nur sagen, ist wieder richtig schick geworden, das kleine Modell. Die vielen kleinen Details und auch die neue rot-weiße Lackierung gefallen mir richtig gut. Auch, dass man die Türen hinten wieder aufschieben kann, finde ich richtig cool. Das macht im Flug immer einiges her. Schade ist allerdings, dass man hier leider auch wieder keine Beleuchtung verbaut hat. Das wäre jetzt noch das Tüpfelchen auf dem i gewesen, aber gut, so ist es nun mal. Auch hier kann man die Bell wieder nicht komplett montiert im Koffer transportieren. Hier muss man immer vorher die Blätter abmachen. Was ja eigentlich auch kein Problem ist halt beim Montieren mit den zwei kleinen Scheiben immer etwas fummeliger, als wenn die Scheiben nicht wären. Und man könnte die Rotorblätter so montieren. Im Flug verhält sich die Bell wieder sehr stabil und dank GPS ist es ja auch für Anfänger kaum noch ein Problem, so einen Heli zu fliegen. Wer eine Drohne fliegen kann, kann im Grunde auch so ein GPS-Heli fliegen. Mir ist hier nur aufgefallen, dass im Gegensatz zum E2 ohne GPS die Ausschläge hier relativ gering sind und ein sportliches Fliegen hier nicht so gut möglich ist. Ich fand sogar, dass die Bell hier im GPS-Modus noch fast am agilsten flog. Aber durch GPS und Höhensensor ist diese Version ja auch eher für Einsteiger gedacht und da braucht man vielleicht auch nicht so viele Ausschläge. Wer sportlicher fliegen muss, der muss dann halt zur Version ohne GPS greifen. Das Umschalten zwischen den Flugmodi klappte auch einwandfrei. Da war jetzt kein Absacken oder Wegkippen. Das ist alles perfekt gewesen. Auch im manuellen Modus ist der Heli ja trotzdem immer noch so stabilisiert, dass er wieder in Neutrallage zurückkehrt, wenn man alle Sticks loslässt. Er driftet dann halt ein bisschen weiter, weil ohne GPS die Position nicht gehalten wird. Höhensensor und LiDAR-Sensor funktionieren auch soweit, wobei ich auch hier das Gefühl hatte, dass der LiDAR-Sensor bei bewegten Untergründen ein Problem hat. Das habe ich hier wieder über dem Feld festgestellt bei Wind, dass die Höhe dann nicht so optimal gehalten wird. Ich bin mir da mittlerweile nicht mehr so sicher, ob der LiDAR-Sensor jetzt eher gut oder eher schlecht ist für einen stabilen Flug. Mich hat er bis jetzt noch nicht so wirklich überzeugt. Die Coming-Home-Funktion hat auch wunderbar funktioniert. Die wird ja auch eingeleitet, wenn der Akku zur Neige geht. Die Landeposition war auch relativ exakt zur Startposition, halt immer so genau, wie das GPS es hergibt. Wenn euch die Bell gefällt, schaut gerne mal unten in die Videobeschreibung. Dort habe ich euch den Link natürlich reingepackt und auch einen Rabattcode gibt es da für euch. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr die Bell findet und ob ihr die Version mit GPS oder ohne GPS besser findet. Dann würde ich sagen, war es das wieder mit dem Video. Liken und abonnieren nicht vergessen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, euer Chrissy. Ciao.